Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem September-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein September gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend für dich? Jedoch aber eventuell auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version mit mehr Botschaften, detaillierteren Informationen. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Steinbock im September, bitte. Lustig, der Steinbock im September, sie zeigen mir den 5. Oktober. Auch gut. Sie sagen, du arbeitest auf irgendetwas hin, doch es wird sich nicht vor, wie gesagt, dem 5. Oktober, beziehungsweise gröber gesagt Anfang Oktober bereinigen lassen. Schauen wir mal. Wow, nicht schlecht. Du hast einige Themenkarten. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Themenkarten. Bei dir, lieber Steinbock, geht es definitiv spürbar um eine zwischenmenschliche Verbindung, sei es in der Freundschaft, sei es in der Partnerschaft. Doch schauen wir uns hier erst einmal an. Irgendetwas ist für dich etwas schwierig, sei es zu verdauen bzw. damit umzugehen. Es ist, als hättest du im September die Ernsthaftigkeitspillen geschluckt, sprich, es fällt dir alles sehr schwer, du siehst vielleicht alles ein bisschen trübe und schwarz. Sie sagen, versuche deine Gedanken auf eine andere Frequenz zu bringen, versuche positiv ausgerichtet zu sein. Bei den meisten Steinböcken ist es etwas, was im September, Sie sagen 8. September, also was schon passiert ist, bis zum 8. September oder um den 8. September herum. Dass euch irgendetwas aufgefallen ist, beziehungsweise euch etwas nahegetragen wurde, vielleicht in einer uncharmanten Art, die euch vielleicht verletzt hat, euch vor den Kopf gestoßen hat. Es hat auch etwas mit dem vergangenen Vollmond zu tun, dass ihr dort vielleicht ja irgendetwas auch geträumt habt, was euch verunsichert hat, was euch irgendwie erschrecken hat lassen auf irgendeine Art und Weise. Sie sagen, lasse dich, sei es, dass ein Mensch mit dir unsanft umgegangen ist oder sei es, dass du bezüglich eines Traumes irgendetwas erschrocken bist. Sie sagen, lasse dir davon nicht deinen Alltag bestimmen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf deine Instinkte hörst, dass du darauf vertraust, dass deine Seele dich führt, dass deine Seele den Weg weiß. Es gehört alles dazu, doch bleibe nicht unnötig an irgendetwas hängen, beziehungsweise verweile dort nicht, ja, unnötige Zeit. Sie sagen, lass es vorbeigehen, nehme dich in diesem Ganzen auch nicht zu hart ins Gericht. Achte, wie du mit dir selbst in Gedanken sprichst bezüglich dieses Vorkommnisses und vertraue darauf, dass du weißt,
was zu tun ist, was am besten für dich ist. Du fühlst dich dadurch isoliert, abgeschnitten, nicht beachtet. Doch sie sagen, es ist ein Triggerpunkt. Es ist nur ein Triggerpunkt, gut möglich, aus deiner Vergangenheit. Diese Emotion möchte jetzt von dir angesehen werden. Diese Emotion ist ja sozusagen ein Bote, die sagt, da schau hin, da löse es noch. Es ist eigentlich positiv, ja, denn du kannst dich von etwas befreien. Du kannst dich partnerschaftlich von einem Habit befreien, das dich wahrscheinlich durch all deine Partnerschaften bisher begleitet hat. Irgendetwas wiederholt sich ständig. Vielleicht ist es die Flucht vor einer Bindung, Verlustängste, übersteigerte Eifersucht, was auch immer. Wisse jedoch, dass dieser ganze innerliche Prozess oder das, was sich im Außen abspielt, im September dich dann trotzdem in die Mitte deines Herzens führen wird, in die Mitte der Zweisamkeit. So turbulent, wie es vielleicht in Liebesangelegenheiten kommen mag im September, die Wogen werden gegen Ende September geglättet und zwar wirklich am letzten Tage im September. Liebesangelegenheiten ist nicht immer nur die Partnerschaft, ja, oder die Ehe. Liebesangelegenheiten sind auch familiär, sind freundschaftlich, ja. Also versteife dich bitte nicht nur auf das Partnerschaftliche. Denn die Liebe ist überall. Schauen wir uns dein Hauptthema an im September. Wow, ja, finde die Balance. Schau an. Finde die Balance. Und wisse, was gut für dich ist, was dir gut tut und was du loslassen kannst. Finde das Gleichgewicht im Innen und im Außen. Finde das Gleichgewicht in der Kommunikation. Gebe nicht zu viel Wichtigkeit und Gewicht dorthin. Finde das richtige Maß. Nehme dich selbst nicht so ernst und damit weisen wir immer gerne darauf hin, sich selbst nicht so ernst nehmen bedeutet, wenn man in einem Negativstrudel drin ist, ja, das kennt jeder von uns, man macht sich Sorgen, man ist todunglücklich, also alle negativen Emotions, ja, wo man sich sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Lass es einfach vorbeiziehen. Verliere dich nicht darin. Ja, es geht darum, mehr Freude, mehr Leichtigkeit zu generieren aus dir heraus, um diese integrieren zu können und erleben zu können. Beginnen wir mit dem Tarot. Sie sagen, der Steinbock sollte sich seine Weisheit zunutze machen. Die Weisheit basierend auf 7,5
75, Querzahl 12, Querzahl 3, was auch immer das für dich bedeuten mag. Einige von euch werden sich auch vermehrt dem eigenen Rückzug widmen, vermehrt in die Natur hinausgehen. Tiere sehr ausschlaggebend, wirken sehr beruhigend für diejenigen, die fällige Haustiere sogar haben. Sie sagen, für diejenigen, die Katzen zum Beispiel haben, Katzen auch als Reminder, Grenzen zu setzen, lieber Steinbock. Es kann aber auch sein, dass du auf deinen Spaziergängen in der Natur Wildtieren begegnest. Schaue, was sie dir als Botentiere sagen möchten. Ja. Das, was du so sehr erhofft hast oder an die Wand gemalt hast, manifestiert sich jetzt, wenn es nicht schon bereits manifestiert ist. Kannst du die Verantwortung dafür übernehmen? Oder siehst du dich als Opfer und sagst, was ist nur los? Was geschieht? Warum ich? Doch überlege dir mal, was hast du dir vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten oder gar ein paar Jahren denn manifestiert? Ja, schau genau hin, denn die Verantwortung liegt bei dir. Und so die Frage, kannst du dafür die Verantwortung übernehmen? Wenn ja, und wir hoffen, dass die Antwort ja ist, dann, lieber Steinbock, brauchen wir nicht weiter darüber reden. Gehe weiter. Du kannst dich in jeder Sekunde, in jeder Minute deines Lebens umentscheiden und ummanifestieren. Es ist wie, als würdest du das dringliche Gefühl in dir haben, etwas muss jetzt verändert werden. Das, was verändert werden muss, lieber Steinbock, es wird sich verändern, wenn du dich zuerst veränderst. Eine Tür, aus der du gegangen bist, du hast sie nicht ganz geschlossen. Du lässt dir das Türchen, das sogenannte Hintertürchen, noch offen. Doch warum? Welche Sicherheit gibt dir dieses Hintertürchen? Das heißt, du zweifelst noch, richtig? Und wenn du zweifelst und nicht überzeugt bist von deinem Denken, Tun und Handeln, ja, was möchtest du dann auch, was auf dich zukommt? Begebe dich im Vertrauen auf deine Reise. Die Veränderung, die du so sehr herbeigesehnt hast, das Kleingedruckte, immer eine kleine Challenge. Einige von euch werden beschließen, ein Timeout zu nehmen
vor allem wenn ihr mit einem anderen Erdzeichen, insbesondere einer Jungfrau, verbunden seid, ein Timeout, um in euch zu gehen, um euch neu auszurichten, euren Kompass ja, Sie sagen, es fühlt sich so an, als würdet ihr euren innerlichen Kompass neu ausrichten wollen. Doch, Sie zeigen mir, ihr möchtet, dass euer Kompass in die Richtung geht und euch in die Richtung lenkt. Doch der Kompass lenkt euch, die innere Stimme lenkt euch in eine vollkommen andere Richtung. Was tun? Interessant. Ich glaube, es wird glückliche Fügungen geben, die sogenannten Zufälle. Es ist wichtig, jetzt in dieser für dich etwas unbestimmten, teilweise unbehaglichen, für dich unbehaglichen Situation, in der du dich befindest, wirklich dir selbst treu zu bleiben und wirklich, wirklich, wirklich nur auf deine innere Stimme zu hören. Wenn du das schaffst, wird sich alles innerhalb von den nächsten 10 Tagen fügen. Zu deinem größtmöglichen Vorteil. Wir machen weiter im Extended, lieber Steinbock, und schauen, was die geistige Welt noch so durchgibt. Bis gleich. Ciao.